Hallo Rita, wir sind's. Hallo, Du hast mein T-Shirt an, wieso? weil ich meins nicht mehr gefunden habe. Ich war nämlich gerade noch am Pool. Diese Frau arbeitet überhaupt nicht. Ich habe heute den ganzen Tag Legosteine sortiert und ja, es ist hier nichts. Egal, wir reden gar nicht drüber. Ihr habt uns nach einem Stadtrundgang gefragt und welch Zufall, Rita trinkt gerade Kaffee Wieder und aus meiner ist hier Lieblingstasse. Auf jeden Fall derzeitige Lieblingstasse. wieder mit ihrer Lieblingstasse unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal die Kamera zücken und wieder mal einen kleinen Rundgang hier durch Wild City machen. Es ist schon lange her, dass wir einen gemacht haben. Die Lego-Stadt, die mittlerweile, ich glaube, wenn man alles einrechnet mit U-Bahn und so weiter, an die 110 Quadratmeter groß ist. Beginnen tun wir am besten wie immer mit dem zentralen Bereich, dem Stadtplatz. Genau, wo sich auch immer wieder trotzdem was tut wie in so einem Stadtplatz. Es kommen immer wieder Figuren dazu oder eben wie vor relativ kurzem, weil das ist eigentlich das Einzige, was sich bisher getan hat, die Baustelle hier drüben, beziehungsweise der neue Bahnhof. Genau. Wir haben hier alle Modulars, die Lego auf den Markt gebracht hat, außer das Jazzcafé. Das kommt jetzt aber auch demnächst. Hier auch den Bahnhof. Hier kommt noch ein Bahnhofsvorplatz hin und die neueren Modulars hier. Da kommen wir dann später nochmal zurück. Den Hauptplatz haben wir, ich glaube, in Folge Nummer 2 von unserem Lego-Stadtprojekt auf YouTube vorgestellt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass natürlich viel mehr Figuren überall platziert wurden. Genau. Wenn ihr mir und Rita kurz folgt, schauen wir jetzt schnell noch einmal ein Stockwerk tiefer. Dort unten haben wir auch eine U-Bahn. Schaltet kurz das Licht ein, dann seht ihr es ein bisschen besser. Die ist gerade noch im Aufbau, da müssen wir jetzt auch demnächst wieder mal weitermachen. Haben wir viel Ideen, auch dank euch. Und ja, die U-Bahn ist dann hier, fährt sie bis ganz fast nach vorne zum Fenster. Genau, da haben wir auch überlegt, ob wir nicht vielleicht die neuen Züge dafür verwenden, also neuen unter Anführungszeichen, die bei dem Bahnhof dabei waren, vielleicht als U-Bahnen, aber da müssen wir erst schauen, wie man das wirklich dann machen. Ganz richtig, ja. Wie die dann auch fahren. Oh ja. Schaut mit uns ein bisschen weiter hier in den etwas periphereren Bereich der Innenstadt. Hier hat sich auch immer wieder was getan mit den kleineren Stadthäusern. Hier auch die venezianischen Häuser sind hier eingezogen. Ritas Mutter hatte die Idee, hier goldene Bananen auf den Zaun raufzugeben. Das sieht sehr abgespaced aus. Man kennt sie. Ja, also sie hat gesagt, es braucht goldene Bananen hier, deswegen stellen wir das auch nicht in Frage. Ja, ganz genau. Hier den hinteren Bereich der Innenstadt liebe ich ja ganz besonders. Ich finde das irgendwie so cool, wie hier die Straßen verlaufen mit den ganzen Autos. Hier ist einfach so viel los. Es gibt Taxis, Müllabfuhr, Polizei. Jeder hat irgendwie was zu tun und ich glaube, das ist auch eines der zentralen Elemente bei uns in der Stadt, dass ganz egal welche Minifigur von denen, ich glaube, an die 1500 bis 2000 Minifiguren hier in der Stadt sind, jede Figur erzählt irgendeine kleine Geschichte und das ist einfach total nett. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es mindestens so viele sind. Wir haben sie noch nie nachgezählt, aber wir haben gesagt, beim 100, nein, bei ich glaube, 1 Million Abonnenten also werden wir das werden. Deswegen haben wir es ja gesagt. Wir haben hier auch einen weiteren interessanten Aspekt, nämlich die Baustelle und unseren wunderbaren Park. Das sind einerseits Erholung, andererseits sehr viel Wirbel, aber ich muss sagen, sie gefallen mir beide sehr gut. Unterschiedlicher könnten sie eigentlich nicht sein, aber wirklich auch sehr nette Bereiche und ein relativ großer Bereich, auch diese Baustelle. Oh ja, anschließend ans Einkaufszentrum, was glaube ich, keine Ahnung, 25.000 Teile gefressen hat. Wir haben auch Videos dazu gemacht, jede Menge Geschäfte und alleine dort sind über 300 Minifiguren drinnen. Genau. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das war einer unserer ersten Mocks und wir sind wirklich sehr, sehr stolz drauf. Genau, da geht's nochmal weiter mit einem Schwenk über die U-Bahn und einem meiner Lieblingsprojekte auch hier in der Stadt, nämlich das Freibad. Weil ich einfach sehr gerne im Freibad bin, deswegen dachte ich mir, Wild City braucht auch eins. Und da ist auch sehr viel los. Es ist überhaupt ein relativ großes Freibad mit einer Riesenrutsche auf jeden Fall. Also die Rutsche ist ziemlich unschlagbar. Falls ihr euch noch erinnern könnt, weil ihr schon so lange bei Bricks Go Wild dabei seid, hier war mal eine Art Güterbahnhof. Den hat mir Rita weggenommen und jetzt ist hier das Freibad. Wir haben auf jeden Fall jede Menge neuen Volt-Sets. Hier zum Beispiel den Bahnhof doppelt aufgebaut, einmal gespiegelt. Das Set gefällt mir irgendwie, es ist aus meiner Kindheit, deswegen steht es hier. Weiter aber geht's. Noch nicht schön eingebaut. Genau, es
ist, wenn ihr jetzt das erste Mal ein Video von uns seht, werdet ihr euch denken, die sind ja alle nur halb eingebaut, die Sachen. Wir haben mehr oder weniger bei der Innenstadt angefangen und arbeiten uns jetzt vor, bis jeder Bereich ganz schön gemacht ist. Weiter geht es hier mit dem Bauernhof. Jetzt im Jahr 2022, 2023 sind ja neue Bauernhofsets auf den Markt gekommen. Genau. Hier gibt es Tiergehege, Schweinchen, Schafe, Pferde, Kühe und so weiter. Übrigens ein neuer Aspekt für die Zuseher, die schon immer dabei sind. Hier fährt jetzt ein Osterhasen-Mädchen mit den Eiern davon und leider hat sie die nicht gut gesichert. Das darf man natürlich nicht, deswegen ist ein Ei schon hinuntergefallen und der Hinterbei sieht es. Echt cool. Ja. Dann geht es weiter hier mit unserem Vestas Windrad, einem der höchsten Bauwerke der Lego-Stadt, wenn nicht das ganz höchste. Ich glaube, die Achterbahn und unser Hochhaus ist höher, da kommen wir dann später noch drauf. Die Monorail hat hier ihre Endstation beim Güterbahnhof, der in nächster Zeit auch ein großes Update erfahren wird. Ich bin am Überlegen, ob wir dieses ganze Areal nicht noch um hier eine Platte nach rechts erweitern. Wir haben aber momentan so viele andere Baustellen, dass nicht solche Baustellen wie dort hinten, sondern richtige Baustellen, Lego-Baustellen, ja. Dass es etwas schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Ich war jetzt gerade vorhin noch am Bauen beim Berg. Ich habe keine Ballisto gegessen. Nein, okay. Die waren schon leer. Die hat Rita alle zusammengefuttert. Das ist ein Gerücht. Ich habe auch nicht gegessen. Den machen wir jetzt schön. Da habe ich auch wieder ein bisschen weiter gebaut. Hier rechts geht schon weiter und auch innen geht es weiter. Zeigen wir euch gerne in einem zukünftigen Video. Und hier ist der große Güterbahnhof mit, ja, was soll ich sagen, extrem vielen 9 Volt Zügen und Sets und Kränen und Lokschuppen und Zugwaschanlage und ich weiß nicht was alles. Also tolle Sets aus meiner Kindheit. Ich liebe diese 9 Volt Züge. Wir fahren ja auch großteils mit 9 Volt Schienen. Die müssen wir auch wieder mal fahren lassen. Ein wirklich toller Anblick hier. Also nicht Rita, sondern die 9 Volt Sets und wie gesagt, das wird auch demnächst mal erweitert. Hier hat Rita ihre Basis, alles voller Minifiguren, Köpfe, Oberteile und so weiter. Da gibt es aber auch ein separates Video dazu. Also falls ihr wissen wollt, was da genau drinnen ist, da haben wir schon mal ein Video darüber gemacht. Wir werden es euch sonst noch in die Videobeschreibung oder einfach so irgendwie in die Info verlinken. Ganz genau. So, jetzt sind wir, lass mich mal überlegen, ungefähr schon 12 Meter weit gegangen. Wir sind dort vorne in der Innenstadt gestartet und sind jetzt am anderen Ende der Stadt. Genau, wo unser Naturschutzgebiet neben dem sehr noch im Bau befindlichen Berg sich befindet. Das war schon mal größer. Wir haben einige Bäume jetzt mal versetzt. Aber das sollte eigentlich dann wieder ausgebaut werden, sobald der Berg dann auch fertig ist. Da fehlen uns halt immer wieder Teile. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Teile in so einen Berg reingehen. Jede Menge. Hier auch noch ein toller Shot, der Horizon Express. Einer meiner Lieblingszüge, zwar nicht 9 Volt, aber knapp danach. Ich glaube, wir haben ihn auf 9 Volt umgebaut. Ja, natürlich. Und dann geht es weiter zur Mine. Die ist auch ein Projekt, das wir relativ schnell gestartet haben, zu Beginn unserer Karriere quasi, Lego-Stadt-Karriere und eigentlich in letzter Zeit sehr vernachlässigt haben. Also ich glaube, da müssen wir auch noch etwas weitermachen. Ganz genau. Plan ist auf jeden Fall, dass wir dort unter der Tischplatte, übrigens, falls ihr euch fragt, welche Lego-Sets wir in letzter Zeit gebaut haben, hier ist eine kleine Übersicht, die Kartons heben wir immer auf und sortieren sie ein. Dort unten soll eine unterirdische Mine mal gebaut werden, aber das wird vielleicht noch etwas dauern. Dann kommen wir ganz passend zu den aktuellen Temperaturen. Einen kühleren Bereich von Wild City, nämlich dem Winterdorf. Und hier ist einiges los. Es teilt sich auch in 2 Teile. Das heißt, einerseits quasi das traditionelle Winterdorf, andererseits das Winterdorf, wo die Elfen wohnen, wo Lebkuchen, Männer und Frauen wohnen und auch unsere wunderbare Elsa ihr Schloss aufgestellt hat. Also etwas das fantastischere Winterdorf quasi. Genau. Ich glaube, wir haben alle Wintersets, die jemals erschienen sind, also auch die älteren wie die Post, die Spielzeugladen und so weiter, auch das Neue natürlich, falls ihr es gesehen habt. Und Rita hat das sehr clever gemacht, indem sie auch zum Beispiel Sets von Harry Potter, wie heißt das, Hogsmeade eingebaut hat. Eislaufplatz aus den Chinese New Year Sets, der alte Weihnachtszug und so weiter. Und hier haben wir auch die Skipiste. Ich weiß die Setnummer jetzt nicht, aber die haben wir komplett in diesen Berg eingebaut, damit wir hier noch ein kleines Skigebiet dazu haben. Genau. Dann kommen wir weiter zum Campingplatz. Der befindet sich auf der anderen Seite dieses Mini-Berges. Also bis dahin ist dann eher ein Mini-Berg, da hinten war er größer. Und hier ist zum Glück wieder Sommer.
Und ja, das ist der Campingplatz, der eigentlich zum Freizeitpark gehört. Hinter dem Campingplatz auch noch eine ganz interessante Sache, nämlich ein abgestürztes Flugzeug. Aus den Dschungelsets von, ich glaube 2018 oder 19, wann sind die rausgekommen? Ist das eine Touristenattraktion oder wirklich so? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall passt das total cool rein und das übersehen sehr viele Leute hier. Dann geht's, bevor wir jetzt Ritas großen Vergnügungspark anschauen, denn da brauchen wir, glaube ich, 1-2 Minütchen extra. Gut. Hier noch rechts auf diese leere Tischplatte, wo ihr jede Menge, uneingebaute Sets seht. Und ihr seht aber schon richtig, meine Lieben, hier sind Star Wars Sets. Wir planen, Rita ist jetzt in letzter Zeit ein ziemlich großer Lego Star Wars Fan geworden eigentlich. Oder Käuferin auf jeden Fall. Ja, und auch Bauerin. Sie hat alle diese Sets aufgebaut. Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ich habe sie bekommen zu Geburtstag, Weihnachten und so weiter. Rita hat sie aufgebaut. Wir planen hier ein kleines Tatooine-Layout. Das ist aber noch in den frühen Planungsphasen. Wird auf jeden Fall ganz cool aussehen, glaube ich, weil wir beide eigentlich ganz große Star Wars-Fans sind. Dahinter, falls ihr euch fragt, nein, das ist kein Star Wars-Set, das ist Super Mario. Der kommt dann hier unten drunter. Ja, wir planen unterirdisch, dass man hier mit einer Warp-Röhre nach unten fahren kann. Und dann unten, wir haben, glaube ich, an die 20, 30 Super Mario-Sets jetzt in letzter Zeit gekauft, spottbillig. Ja. Die werden auch hier mal eingebaut. Rita, erzähl uns doch mal was zu deinem Herzprojekt. Naja, gut. Ich habe schon mein Vergnügungspark. Ich mache hier eigentlich gar nichts. Also zuerst geht man vom Campingplatz hinein und das sind einfach so ein paar kleine Attraktionen für die Kinder speziell, wo so Wurfscheiben sind und alles Mögliche. Dann haben wir dahinter einen kleinen Dino-Park, wo es eben mit den Jurassic Parks jetzt weitergeht. Dahinter haben wir die große Achterbahn, auf jeden Fall die original große Achterbahn. Ihr seht, wir haben beide. Das heißt, rechts davon ist dann auch die neue große Achterbahn. Und dann seht ihr auch, wir haben hier dann noch einen kleinen Western-Bereich, der geht dann über zu dieser, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, in letzter Zeit vergessen. Apokalypse-Stadt von Lego Movie 2, die Freiheitsstatue. Ein Lego Movie 2 Bereich. Wir haben einen Disney-Bahnhof. Wir haben dahinter natürlich die traditionellen Sachen wie ein Karussell, ein Riesenrad und andere Achterbahnen. Wir haben eine Yellow Brick Road, auf die ich noch immer sehr stolz bin. Und wir haben das Joker Manor, wir haben den Bereich, zu dem kommen wir gleich. Bevor wir zu dem wunderbaren Bereich da rechts hinten kommen, haben wir hier noch den Halloween Park, der auch immer eigentlich rund um Halloween dann wieder abgedatet wird mit Figuren und Ideen. Sehr saisonal, ja. Momentan ist Rita, ich sehe sie immer wieder hinten beim Strand. Im Winter sehe ich sie hier beim Winterdorf und in Richtung Halloween ist sie dann meistens hier. Es ist wunderbar, man kann saisonal bauen. Aber total cool. Hier haben wir auch zum Beispiel viele Hidden Side Sets eingebaut, weil sich die total geeignet haben. Die haben wir damals teilweise um 70-80% noch rabattiert gekauft und die passen wirklich fast alle, wenn wir sie nicht überhaupt in die Stadt reingebaut haben, passen die hier eigentlich ganz gut. Hier auch natürlich der Freefall Tower von Baron von Baron, ein Achterbahn-Mock, der Hidden Side Zug und so weiter. Also auch ein sehr, sehr schönes Themenareal hier. Und es ist hinten ein bisschen dunkel, aber ich finde, das passt ganz gut, weil natürlich, im Halloween Park muss es ja dunkel sein und gruselig. Genau. Dann geht es weiter mit einem wunderbaren Bereich. Die Piraten, meine Lieben. Die Barracuda Bay ist natürlich hier vertreten. Ein großes, altes Schiff. Fragt mich nicht, wie das heißt, aber ein großes, altes Piratenschiff. Und natürlich auch neuere Sets, wie zum Beispiel diese Piratenachterbahn, die es vor ein paar Jahren zu kaufen gab. Das ist wirklich auch ein netter Bereich und es lockert es doch ein bisschen auf mit dem ganzen Wasser. Unseren Vergnügungspark. Hast du schon erzählt, dass die Leute hier mit so kleinen Bötchen herumschippern müssen? Ja. Das heißt, wenn man vom Halloween Park wieder zurück zum Haupteingangsbereich, der dann da drüben kommt, gelangen will oder auch wenn man mit dieser Achterbahn fahren will, muss man mit so einem kleinen Ruderboot fahren und ich finde, das Wasser sieht hier einfach megamäßig geil aus, wie so eine richtige Piratenlagune. Genau. Und dann kommen wir von einem Wasser zum nächsten, nämlich zum Hogwarts-See. Und beim Hogwarts-See muss natürlich Schloss Hogwarts daneben sein, das immer wieder ausgebaut wird und umgebaut wird, je nachdem, wenn wieder neue Sets dazukommen. Was einerseits super ist, natürlich andererseits mich auch wieder ein bisschen ärgert, weil ich wieder ummodellieren muss, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auch ein paar andere kleine Hogwarts- bzw. Harry Potter-Sets findet ihr hier rundherum. Und auch zum Beispiel dahinter findet ihr ein Quidditch-Feld, wo sogar fliegende Zauberer in der Luft sind. Ja, hier fliegt übrigens einiges. Hier fliegt die Flitsche hier. Genau.
Und nach dem ganzen Herumgefliege seht ihr rechts davon dann auch noch natürlich auch mein absolutes Lieblingsset. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern, nämlich das Disney-Schloss. Und ja, daneben noch Winnie Pooh ist eigentlich auch eine sehr nette Sache. Ich finde, es wird auch immer schöner, wie das alles eingebaut wird, ist natürlich noch nicht fertig, aber ja, dann hätten wir auch nichts mehr zu tun, wäre ja auch fad. Das ist richtig. Hier, wie Christoph schon angesprochen hat, der eigentliche Haupteingang unseres Vergnügungsparks, da gehen wir so quasi direkt in die Harry Potter Welt hinein durch das Ministry of Magic Portal und direkt in die Winkelgasse. Ich weiß, das passt jetzt filmtechnisch oder von der Welt von Harry Potter eigentlich gar nicht wirklich zusammen, aber das macht nichts. Für uns, für unseren Vergnügungspark ist das genau richtig. Und ja, ich bin zufrieden mit dem, wie es hier aussieht. Ja, liege ich da richtig, dass da in nächster Zeit noch ein paar Sets dazukommen werden? Ja, ich glaube Könnte sein, oder? Hier noch eine kleine Fahrschule oder so eine Kinderfahrschule wie im Legoland. Da können ja auch die Kinder so einen Führerschein machen. Sieht total nett aus. Und jetzt kommen wir dann in den Wohnbereich, meine Lieben. Schöne Monorail-Station hier auch aus dem Bricklink Designer Program. Und hier jetzt dann jede Menge Wohnhäuser. Das heißt, wir haben sogar Ritas und mein Elternhaus nachgebaut. Hier wohnen meine Eltern. Und da drüben in dem Haus neben den Simpsons wohnen Ritas Eltern. Da sind auch alle Figuren drinnen. Jeder macht das, was er sonst auch immer am liebsten macht. Mein Vater zum Beispiel ist hier, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, im Schwimmbad. Und wir haben viele der tollen, in den vergangenen Jahren erschienenen Creator-Häuser hier aufgebaut. Und das sieht einfach total cool aus. Wir haben auch ein paar andere hier, wie zum Beispiel die Sesamstraße oder auch Ligusterweg, wenn ich mich richtig entsinne. Und eine Schule haben wir auch eben mit Hockeyfeld, weil wir uns entschieden haben, dass das die Hockey- oder Eishockeyschule wird. Das wird aber noch mit Dach bestückt, keine Sorge. Hier, glaube ich, kann ich euch noch einen ganz coolen Shot hier von dem Wohnbereich geben, wo auch in der Mitte so ein Fußballfeld drinnen ist. Das werden wir auch demnächst noch mal ein bisschen ausbauen. Hier mit Autogarage und Feuerwehr und hier ist wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Hier geht es dann noch weiter mit weiteren schönen Häusern und einem Basketballfeld. Also wirklich für jedermann was dabei. Ghostbusters, Feuerwehr ist auch dabei. Also wir haben wirklich, ich glaube, sehr viele, fast schon zu viele Sets gekauft in den vergangenen Jahren, Rita. Das darf man nicht. Man kann nie zu viel Lego kaufen. Egal. Auf jeden Fall, weil wir gerade beim Wohnbereich waren, das ist quasi der traditionelle Wohnbereich. Hier findet ihr eher die neueren Sets, deswegen auch unser Newtown-Bereich quasi. Hier findet ihr auch wieder eine Schule, ihr findet eine Bäckerei, ein Radgeschäft, einen Lego-Store, aber das sind eben eher diese neueren Sets, die sehr schmal gebaut sind und da haben wir uns gedacht, entweder bauen wir die alle aus und dann kommen sie in die reguläre Stadt oder wir lassen uns was einfallen und deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen Newtown mit den neuen Sets. Ganz genau. Und ihr seht auch nicht nur neue Sets, sondern auch die neuen Straßenplatten sind hier in Verwendung. Und ich muss sagen, sie machen sich bis jetzt ganz gut. Wir haben hier so ein Viadukt, ähnlich wie bei Bob Brickman, wenn ihr das kennt. Und da ist auch ein Zug drinnen. Das heißt, hier wird auch eine Zugstrecke gebaut mit dem neuen Bahnhof und so weiter. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch eine große Spielhalle, wo noch immer das oberste Geschoss leer ist. Das müssen wir auch mal machen. Bowlinghalle ist hier am Start, Skatepark, dann noch eine Monorail-Station. Und neben diesem tollen Güterbahnhof haben wir ein Projekt von höchste Rita. Gebäude, nämlich einen Wolkenkratzer. Er kratzt zwar nicht die Wolken, er kratzt nicht mal die Decke, aber er ist ein Wolkenkratzer. Haben wir gebaut, um hier diesen Holzpfosten irgendwie ein wenig verstecken zu können. Finde ich, passt auch ganz gut. Und das Einzige, was natürlich hier gebaut ist, außen sind die ganzen Balkons, wo auf jedem Balkon irgendeine spezielle Szene ist. Und jetzt, bevor wir wieder zum Stadtplatz zurückkehren, zeige ich euch noch diesen zweiten, größeren Stadtplatz hier, wo wir diese tollen Lego-Geschichtssets aufgebaut haben. Wir haben hier Museum, wir haben hier Kino, Market Street, Palace Cinema und so weiter. Und dann weiter zu, ich glaube, unserem ersten gemeinsamen Mock-Ritter. Immer wieder verändert, immer wieder neu gebaut. Ja, genau. Ein Teil davon war unser erstes Mock. Als erstes ging es quasi nur bis hierher und dann wurde er um einiges doch erweitert. Eigentlich ums Doppelte. Also hier gibt es Kamele, Löwen, Tiger, Flamingos, Otter, Pinguine, Streichelzoo, Affen und so weiter. Wird auch immer wieder umgebaut. Auch das Aquarium, total cool. Und ja, hier ist jede Menge
wild gewordenes Vieh am Start, nennen wir es mal so. Genau. Apropos wild geworden und wilde Farben. Unser nächster Stopp ist dann, ich glaube, ich komme hier herüber, die Ninjago City, wo ja demnächst auch mal, ich glaube, das Market Set Einzug halten wird. Ja. Ich liebe diese Sets einfach. Sie sind so farbenfroh und haben so tolle Bautechniken. Wenn ich gefragt werde, welches mein Lieblings-Lego-Set ist, taucht da immer wieder mal die erste Ninjago City auf. Und wir haben auch versucht, hier den Bereich, wo die Straßen sind, hier typisch asiatisch zu gestalten mit Chinese New Year Sets, mit diesem roten Bahnhof. Die Leute sind alle mit diesen Hüten unterwegs. Es wird chinesisch gekocht. Es ist wirklich also ein toller Bereich, finde ich. Auch hier wird sich eben, wie Christoph gesagt hat, wohl noch einiges tun, weil wir den wahrscheinlich irgendwie erweitern müssen oder vielleicht etwas vom Wasser weggeben müssen, je nachdem, weil ja zum Glück immer wieder neue Sachen rauskommen, beziehungsweise schon rausgekommen sind. Wir haben ein Monkey Kid Set auch hier unten versteckt, das eigentlich auch noch Einzug halten soll, aber wird sich alles geben. Was ja auch noch toll ist, ist übrigens unser Strand, der immens groß ist. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt an der anderen Wand angekommen, das heißt, ich glaube 17 Meter weit gegangen. Hier ist die Tür. Und genau, der Strand hat, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mit Zahlen um uns werfen, aber ich glaube 12.000 oder 13.000 von diesen 1x2 Fliesen in dunkelblau transparent geschluckt. Sehr viele und der Daumen tut einem sehr weh, wenn man dann mal damit fertig ist. Aber egal, es sieht auf jeden Fall dann so cool aus und es ist einfach sehr viel los, denn wir dachten, wenn schon ein Strand hier ist, dann muss natürlich da auch die Post abgehen, ähnlich wie beim Spring Break vielleicht. Auf jeden Fall so, wie man sich das vorstellt. Und da wird eben Volleyball gespielt, es gibt einen Spielplatz, es wird Basketball gespielt, es werden Hüte verkauft, es wird musiziert, es werden Strandtücher verkauft, alles, was man halt irgendwie mit Strand verbinden kann, das haben wir hier auch bei unserem Strand verbaut. Und es kommen natürlich immer wieder neue Ideen dazu und neue Figuren, aber das soll natürlich auch so sein. Hier haben wir auch einen Mini-Leuchtturm. Wir haben schon mal überlegt, ob wir den durch diesen riesengroßen ersetzen sollen, der ja auch sogar das Licht innen hat. Wobei der hat auch ein Licht drinnen. Ja. Geht sogar die Batterie aber noch. Er ist halt so klein. Aber mal schauen, Rita ob wir ist das nur große Dinge gewöhnt. Mit Richtig. Kleinen kann sie nichts anfangen. Genau, das ist das Problem. Aber das wissen wir noch nicht. Was wir auf jeden Fall schon haben, ist hier natürlich noch die Monorail-Station, weil hier die Monorail bis zum Strand fährt. Das heißt, die fährt von hier einmal hinten durch den Vergnügungspark und dann fast bis ganz zu dem Güterbahnhof. Genau. Und auch noch ein Mock von uns, das wir hier stehen haben, ist die Fischstäbchenfabrik mit dem Live-Radio-Studio obendrauf. Leider nicht der Ortankturm. Der kommt übrigens jetzt mal weg. Viele von euch fragen, was der noch immer hier soll. Der ist einfach nur da zum schön ausschauen. Fischstäbchenfabrik auch komplett eingerichtet. Ja. Unsere Bewohner lieben Fischstäbchen und da ist ein Fließband drinnen, wo gezeigt wird, wie das gebaut, wie Fischstäbchen gebaut werden. Ist das Deutsch? Nein. Wie Fischstäbchen produziert werden. Egal. Hier haben wir noch unser Teilearchiv. Bei Lego ist es okay, wie Fischstäbchen gebaut werden. Das heißt, hier gibt es zu jedem Thema Pflanzen, Städtebau, Fliesen und so weiter Teile. Das sind aber bei weitem nicht alle. Wir haben unter der Stadt und auch hier am Rand überall noch so Teile-Container stehen. Die werden immer mehr und ich weiß gar nicht, wie viele Ersatzteile wir haben. Das ist vielleicht auch besser so. Zu viele. Hier kommt demnächst auch mal was hin, wenn wir wieder Ideen bekommen wir genug von euch. Ja. Aber wenn wir mal Teile haben und wirklich eine gute Idee auch uns selbst kommt, dann kommt hier statt dem Ortankturm auch ein Mock hin. Ich habe schon mal an einen Schrottplatz gedacht. Rita hat dann wieder gesagt, dass das nicht besonders romantisch ist, wenn hier ein Schrottplatz ist und gleich dahinter eine Hochzeitslocation, aber von mir aus. Nee. Als allerletztes können wir euch noch präsentieren unseren Hafen. Wirklich auch ein Projekt, welches viele unserer Zuschauer sehr, sehr gerne haben und anschauen. Wir haben hier versucht, verschiedene Schiffe aus den Jahrzehnten Lego
darzustellen. Also einerseits zum Beispiel 90er, teilweise auch 80er Schiffe und dann halt die großen, die um einiges größer sind. Und hier wird wirklich beladen, entladen. Hier gibt es Lastwegen. Es gibt auch kriminelle Machenschaften hier. Das ist ein Ganovenversteck. Und ich finde, der Hafen ist einerseits zwar eigentlich sehr grau, weil nicht viel passiert und sehr viel einfach nur gefliest ist. Andererseits braucht er auch einfach den Platz. Wir haben zuerst überlegt, ob wir hier nicht auch noch was hinbauen, aber es sieht vielleicht sogar besser aus, wenn hier einfach ein bisschen Luft ist. Man kann nicht alles zustellen. Nicht so wie am Strand. Genau. Und als letztes noch hier, wir haben auch noch jede Menge freien Platz in der Stadt, zum Glück einige unbebaute Baseplates. Hier ist der neuere Bereich der Innenstadt, wo wir jetzt mal den Daily Bugle hingestellt haben. Dann haben wir den Lego Store aus dem Bricklink Designer Program, Sanctum Sanctorum und die neueren Modular Buildings. Wie gesagt, der Jazz Club wird hier auch noch hinkommen. Hier kommt dann noch ein schöner Bahnhofsvorplatz hin. Und wir haben auch, da sind wir jetzt vorbeigegangen, ohne den zu filmen, dort unten irgendwo haben wir noch ein angefangenes Mock für ein Shopping Center Hochhaus, was glaube ich 10 oder 11 Etagen hoch wird. Das wird wahrscheinlich auch hier irgendwo hinkommen. Wobei ich es auch cool fände, wenn quasi der Jazzclub an den Bahnhofsvorplatz kommt, im Sinne, dass vielleicht dann auch Leute draußen tanzen und sich die Musik noch anhören oder vielleicht draußen sitzen. Aber das müssen wir uns noch genauer anschauen. Wir werden das auf jeden Fall demnächst nochmal evaluieren, auch mit eurer Hilfe. Ja, und dann sind wir wieder zurück am Stadtplatz und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Es ist ein Wahnsinn, was hier alles ist. Man könnte wahrscheinlich mehrere Stunden hier verbringen und nur auf Sets hinzeigen. Wir haben schon lange keinen Stadtrundgang mehr gemacht. Wir haben uns gedacht, wir machen das heute wieder mal und zeigen euch, was aktuell so los ist. Und jetzt geht es wieder weiter. Rita, was baust du heute noch? Oh, ich bin gespannt. Eigentlich hätte ich irgendwie Lust auf Newtown irgendwas weiterzubauen, aber ich weiß es noch nicht. Ich gehe mal eine Runde und dann finde ich sicher mal was raus. Ich glaube, ich brauche jetzt dann noch einen zweiten Kaffee, weil der ist leider eigentlich schon fast leer. Alles klar, gut. Bei mir wird es wahrscheinlich der Berg werden, wo ich weiterarbeiten werde, aber mal sehen. Ich fange meistens irgendwo an und bin dann auf einmal ganz woanders. Also soll es ja auch sein. Hoffentlich baut ihr auch was Schönes. Schickt uns auch gerne Zuschriften von euren Lego-Städten und Projekten, die ihr aktuell so habt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne bald wieder. Wir haben auch zu fast jedem Set und Bereich, den es hier in der Stadt heute in diesem Video gegeben hat, ein eigenes Video gemacht. Also gerne her damit mit euren Vorschlägen zusätzlich. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder mal sehen. Mit irgendeinem Detail aus der Stadt. Also macht es gut, baut auch ihr was Schönes und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüss! Tschüss!